Die Sanktionen gegen Russland haben zu einem Verlust an günstigen Rohstoffquellen geführt und die Kosten für die Industrie in der EU weiter in die Höhe getrieben. Schätzungen von Ökonomen zufolge wird die EU-Klimapolitik bis 2050 etwa 15 Billionen Euro kosten, während ihr Einfluss auf das globale Klima objektiv marginal bleibt. Diese Politik führt zu einer sinkenden Wettbewerbsfähigkeit, Abwanderung von Produktionskapazitäten und Marktverlusten, was durch die zunehmende Regelungsdichte und Steuerbelastungen weiter verschärft wird. Meine Frage: Wie rechtfertigen Sie Ihre Unterstützung für eine Politik, die nicht nur die wirtschaftliche Stabilität und den Handel in der EU gefährdet, sondern auch durch die Sanktionen und den Verlust von Rohstoffquellen die Kosten weiter erhöht? Welche konkreten Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um den drohenden Verlust von Wettbewerbsfähigkeit abzuwenden? Und wie planen Sie, den potenziellen Handelskonflikten entgegenzuwirken, die durch klimapolitische Maßnahmen entstehen können? Vielen Dank. Wir haben 14 Sanktionspakete verabschiedet und ich unterstreiche einstimmig verabschiedet, also mit absoluter Unterstützung aller Mitgliedstaaten der EU. Und wir haben festgestellt, dass das ein Instrument ist, das notwendig ist, unbedingt notwendig, um sicherzustellen, dass der Angreifer für diesen Angriff bezahlt. Und wir eben dort ansetzen, wo wir möglichst viel an Schmerz erreichen können, handelstechnisch gesehen, um so die Ukraine zu unterstützen. Wir werden die Ukraine unterstützen, solange wie notwendig, bis irgendwann ein gerechter Frieden zwischen der Ukraine und Russland erreicht werden kann. Also wenn die Ukrainer uns berichten, dass das der Frieden ist, den wir akzeptieren können. Was die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union angeht und auch dieses De-Risking, wir haben schon viel geleistet in Sachen Diversifizierung bei Gas und Öl, aber auch bei den kritischen Rohstoffen, aber es gibt natürlich noch weiteren Handelsbedarf. Deshalb habe ich ja auch schon berichtet, dass wir hart daran arbeiten werden, eine gemeinsame europäische Beschaffung auf den Weg zu bringen, unser gesamtes europäisches Gewicht einzubringen, um sicherzustellen, dass Europa die kritischen Mineralien und die Energie bekommt, die es braucht.